Die WM in Katar soll die erste treibhausgasneutrale Fußball-Endrunde werden. Das sagt zumindest die FIFA. Geht das, obwohl in der Wüste Stadien gebaut und heruntergekühlt werden? Oder verkauft sich die Weltmeisterschaft grüner, als sie ist? Wir haben uns die Zahlen der Emissionen der FIFA mal genauer angeschaut und festgestellt, die WM-Stadien in Katar belasten die Umwelt viel mehr, als die FIFA vorgibt. Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Die insgesamt 64 WM-Spiele finden auf 8 Spielstätten verteilt statt. Eines davon gab es bereits vor der WM. Das Khalifa International Stadium in Doha wurde aber für das Turnier frisch saniert. Die restlichen 7 Stadien wurden extra für die WM neu gebaut. Laut dem Veranstalter Katar wurden die einzelnen Stadien möglichst nachhaltig erbaut, mit recycelten lokalen Ressourcen und durch ansässige Unternehmen. In verschiedenen Dokumenten der FIFA beteuert sie, dass das Turnier carbon neutral sein werde, also treibhausgasneutral. The Carbon Neutral World Cup. Carbon neutral. Ist die WM also treibhausgasneutral? Schauen wir etwas genauer in die Dokumente der FIFA und fokussieren uns auf den Bau der 7 neuen Stadien. 6 davon werden als permanente Stadien gebaut. Das 7. hingegen ist ein Spezialfall. Dazu aber später mehr. Die Emissionen des Baus der 6 permanenten Stadien werden im Treibhausgasreporting klar angegeben, mit etwas mehr als 4.500 Tonnen CO2-Äquivalente. CO2-Äquivalente sind eine Maßeinheit, die alle Treibhausgase unter sich zusammenfasst. In diese Stadien werden auch temporäre Sitze eingebaut. Sie werden am Ende der WM ausgebaut und weitergegeben. So sollen die großen Stadien danach besser zur Bevölkerung von Katar und deren Bedürfnissen passen. Diese temporären Sitze tauchen separat im Reporting auf. Sie werden mit 202.000 Tonnen CO2-Äquivalenten angegeben, also 44 Mal so viel wie für den Bau der Stadien selbst. Hä? Wie kann das sein? Schauen wir uns das mal genauer an. Die Bauphase startete 2011 und dauerte etwa 10 Jahre. Nehmen wir hier mal alle Emissionen, die beim Bau eines Stadions ausgestoßen werden, die Materialien eingerechnet. Nach der Inbetriebnahme des Stadions rechnet die FIFA mit einer Lebensdauer von 60 Jahren. Und hier wendet sie jetzt im Fall der WM einen buchhalterischen Trick an. Sie teilt die Emissionen des Baus nämlich auf die gesamte Lebensdauer des Stadions auf. Da die Weltmeisterschaft und die vorherigen Club-WM-Spiele die Stadien nur wenige Tage in Anspruch nehmen, sieht sich die FIFA auch nur für jene 70 Tage verantwortlich. Das entspricht nur 0,3% der eigentlichen Emissionen. Bei den temporären Sitzen hingegen verzichtet sie auf diesen Trick und rechnet mit einer Zahl, die nahe an den effektiven Emissionen sein dürfte. Dank dieser Rechnung stehen die FIFA und die WM in Katar, zumindest auf dem Papier, ökologisch sehr viel besser da. Dass Katar kaum 8 hochmoderne Stadien im Umkreis von 50 Kilometern braucht, klammert die FIFA ebenfalls großzügig aus. Zusätzlich suggeriert die Rechnung, dass das Stadion weitere 60 Jahre in Betrieb sein wird. Auch in Brasilien oder Südafrika, wo ebenfalls Weltmeisterschaften stattfanden, wurden neue Stadien gebaut. Einige werden heute kaum noch genutzt. In Brasilien wurde eines der Stadien sogar zum Busbahnhof umfunktioniert. Die Erfahrung lehrt uns also, dass die Weiterverwendung von Stadien selten funktioniert. Und ob dies bei Katar funktionieren wird, wird sich zeigen. Immerhin findet die Fußball-Asienmeisterschaft 2023 in Katar statt. In einem weiteren Dokument der FIFA finden wir schließlich eine andere Zahl. 270.000 Tonnen CO2-Äquivalente soll der Bau eines Stadions mit 40.000 Sitzplätzen in Katar tatsächlich ausstoßen. Diese Zahl sei ein Durchschnittswert für die 4 kleineren Stadien. Für die 2 größeren Stadien machen weder die FIFA noch Katar eine Angabe. Grundsätzlich gilt aber, ein größeres Stadion bedeutet mehr Emissionen. Die Zahl wird also bei diesen beiden Stadien noch höher sein. Damit beläuft sich die tatsächliche Umweltbelastung der 6 permanenten Stadien auf mindestens 1,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Nicht wie vom Veranstalter angegeben auf 4.500. Selbst wenn wir die Emissionen der temporären Sitze einrechnen, rechnen die Veranstalter mit nur 1/8 der Emissionen, die effektiv in die Umwelt gelangen. Und damit sind erst 6 der 7 neu gebauten Stadien berechnet. Eines fehlt. Das Ras Abu Abud Stadium, auch Stadium 974 genannt, ist ein Spezialfall. Denn das Stadion ist demontierbar. Es kann also ab und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.
Stadionrecycling quasi. Das innovative Projekt scheint sehr nachhaltig. Doch es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Der Bau des Ras Abu Abud Stadium stößt viel mehr Emissionen aus als der Bau eines regulären Stadions. Das geht aus den Zahlen der FIFA hervor. Grund dafür ist das Material. Unter anderem werden hunderte Container für den Bau benötigt. Die Stahlherstellung ist sehr emissionsbelastet. Sind die Container aber alle einmal hergestellt, verringern sich die Emissionen bei jedem erneuten Aufbau. Das Stadion lohnt sich ökologisch also erst, wenn es mehrmals an verschiedenen Orten wiederverwendet wird und dafür keine anderen Stadien gebaut werden. Nur gibt es für das Ras Abu Abud Stadium noch keine konkreten Verwendungspläne nach der WM. Die FIFA gibt das offen zu, sie spricht nur von möglichen Szenarien. Auf Nachfrage meint die FIFA: Die Pläne werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Wie bei den anderen Stadien liegt die Vermutung nahe, dass es letztlich selten oder gar nicht weiterverwendet wird. Selbst mit den von der FIFA angegebenen tiefen Zahlen bleibt die Frage: Wieso spricht sie von Treibhausgasneutralität, wenn sie so oder so für Emissionen verantwortlich ist? Das funktioniert dank sogenannten Carbon Credits. Hierfür kaufen die Veranstalter quasi ein Guthaben für Emissionen. Diese Vorgehensweise ist aber umstritten. Investitionen in Aufforstung oder erneuerbare Energien sind langfristig gesehen zwar sinnvoll, doch die jetzt freigesetzten Emissionen können sie nicht ausgleichen. Kurzfristig gesehen ist der Begriff Treibhausgasneutralität also eher irreführend. Die Berechnungen der FIFA für die verursachten Emissionen beginnen im April 2011 mit dem Stadionbau und dauern bis Juni 2023, also enden sie ein halbes Jahr nach Ende der WM. In diesen Zeitraum fallen auch die Emissionen des Baus, des Stadionbetriebs, des gesamten Flugverkehrs sowie der für die WM erbauten Unterkünfte und ihres Betriebs. Laut Berechnungen der Veranstalter werden in dieser 12-jährigen Periode 3,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Und da sind die vorhin beschriebenen höheren Emissionen des Baus noch nicht dabei. Trotzdem hat die FIFA bis heute nur 1,5 Millionen dieser schon umstrittenen Carbon Credits beschafft. Das würde nicht mal die Hälfte ihres berechneten Ausstoßes ausgleichen. Wir haben die FIFA mit unseren Berechnungen konfrontiert. Sie antwortete am 21. Oktober unter anderem: Wir verschönen überhaupt nicht unsere Zahlen und Berechnungen. Wir weisen eine solche Anschuldigung entschieden zurück. Das detaillierte Statement der FIFA gibt es untenstehend in der Videobeschreibung nachzulesen. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Betreiben die FIFA und der Veranstalter Katar also Greenwashing? Die Zahlen und Berechnungen der FIFA und des WM-Veranstalters Katar sind nicht falsch, aber sie sind irreführend. Denn sie lassen die Fans im Glauben, dass die WM keinen oder kaum einen schlechten Einfluss auf das Klima habe. Wir können aber anhand der FIFA-Zahlen beweisen, dass die FIFA und der WM-Veranstalter Katar Greenwashing betreiben. Auch wenn nur ich vor der Kamera zu sehen bin, sind immer mehrere Leute an einem Video beteiligt. Isabel Pfister hat bei diesem Video die Leitung übernommen. Wir sind Teil des 8-köpfigen NZZ-Videoteams und produzieren sorgfältig aufgearbeitete Videos für euch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann klickt Subscribe oder schaut doch einfach auf unserem Channel vorbei.